Wunderschön ist es im Süden Deutschlands. Da gibt es einen See, fast so groß wie ein Meer. Und überall in der Natur kann man etwas entdecken. Oh, ich sehe sie. Man besucht Orte mit großer Geschichte und andere, die zum Träumen schön sind. Herzlich willkommen in Süddeutschland. Wir starten in Baden-Württemberg am Bodensee und reisen nach Oberstdorf im Allgäu. Dann besuchen wir die Metropole München und die fränkische Schweiz rund um Bamberg. Und zum Abschluss geht's nach Heidelberg. Kannst du auch richtig Schwäbisch schwätzen? Gar kein Problem. Ich kann's auch ein bisschen. Ist aber keine Bedingung, um die Gebräuche hier im Süden hautnah mitzuerleben. Wunderschön war viele Male in Süddeutschland für Sie unterwegs. Wir haben getanzt und gestaunt über alte und neue Traditionen. Und wir haben viel ausprobiert für Ihre nächsten Ferien. Machen Sie mit uns Urlaub. In Süddeutschland. Wir fahren noch mal los in Deutschlands schönen Süden. Es geht vom Bodensee nach Heidelberg. Oliver, was wird das genau? Der Bodensee hat Trinkwasserqualität. Stimmt, Und habe ich gehört. da wollte ich dich einladen zum kleinen Glas. Macht man Sehr das hier gespannt. so? Das ist mein erstes Glas dieses Jahr. Super, oder? Schmeckt erstaunlich. Wie aus der Leitung. Frisch und gut und Sehr sieht gut. auch toll aus. Ja, herzlich willkommen. Ah, Bodensee. ja, das ist mal ein toller Einstieg. Man kann am Bodensee ganz schön viel machen. Durch Naturschutzgebiete wandern, schöne Orte besichtigen, Wassersport treiben oder einfach nur die Seele baumeln lassen. Sich entspannen in dieser Weite. Der Bodensee hat einfach auch eine Wahnsinnslage. Das ist halt das Dreiländereck. Deutschland, Österreich, Schweiz. Alles verbunden durch dieses Wasser. Und ich finde immer, wenn ich auf die Landkarte gucke und diesen Bodensee sehe, denke ich mir, boah, ist der groß? Ist der wirklich so groß? Ja, er ist riesig. Der Rhein, der aus der Schweiz kommt, fließt mitten durch. Unten rein, durch Konstanz durch und am sogenannten Untersee links wieder raus. Dort liegt auch die schöne Insel Reichenau. Wunderbar. So, na, wir haben ja. Vielen Dank. Willkommen auf der Reichenau. Das war jetzt eine ganz entspannte Fahrt. Tschüss. Reichenau war jahrhundertelang eine Klosterinsel und ist heute UNESCO-Weltkulturerbe. Wir sind auf dem Weg zur höchsten Erhebung am Bodensee. Immerhin 43 Meter über dem Wasserspiegel des Sees. Oliver ist übrigens am Bodensee aufgewachsen. Mensch, guck mal, hier sieht man jetzt, dass es eine Insel ist. Rundrum der Bodensee. Ja, weißt du was, ich habe die eigentlich Schön. ganz spät erst für mich entdeckt, weil ich immer als Kind, meine Eltern wollten immer so Fahrradtour machen am Sonntag und als Kind ist man ja bockig und ich hatte nie Lust. Und so ging die Insel Reichenau jahrzehntelang an mir vorbei, bis ich dann später mit Mitte 20 dann selber Vater dann immer irgendwie das gute Gemüse hier auf der Reichenau gekauft hat. Genau, das Reichenauer Gemüse. Die Insel ist das südlichste Anbaugebiet Deutschlands. Jährlich werden hier rund 14.000 Tonnen geerntet, je nach Sorte bis zu 3-mal im Jahr. Das liegt am warmen Klima. Der Alpenföhn kommt hier an, zusätzlich sorgt der See an kalten Tagen für einen Temperaturausgleich. Salate oder Tomaten von der Insel Reichenau. Das sind von der Europäischen Union geschützte Herkunftsbezeichnungen. Viele Betriebe befinden sich hier noch in Familienhand. Bevor man aber frisches Gemüse einkaufen geht, besucht man die Münsterkirche St. Maria und Markus des ehemals bedeutenden Klosters Reichenau.
Oder am besten auch gleich die 2 anderen berühmten Kirchen, die es auf der Insel gibt. Das Teehäuschen auf dem Aussichtspunkt Hochwart stammt aus dem 19. Jahrhundert. Hier sitzt man gut. Nicht nur der Aussicht wegen. I'm old at sea, where no one can bother me, forgot my roots, if only for a day. Wir sind an der Nordseite des Bodensees. Langenargen hat ein kleines Kunstmuseum und ein spätromantisches Schloss. Der Yachthafen ist mit 750 Liegeplätzen der zweitgrößte am Bodensee. Morgenstimmung am See. Wunderschön. Normalerweise siehst du hier noch die Berge, ein ganzes Bergpanorama. Da spiegeln sie schon raus. Ganz wenig, ja genau. Jetzt noch ein bisschen im Schneebedeckt. Dunst. Ist das schön. Schon der Hammer. Vor allem sieht es aus wie ein Meer. Jetzt weiß man auch, warum das Schwäbisches Meer heißt. Klar zur Wende. Klar zur Wende. Wie, und jetzt, Und jetzt kommen wir zu dir, Genau. oder was? Genau. Ne, du kannst rumbleiben, du kommst rüber und Drehung stoppen. Drehung stoppen. Los, du das rauslassen. Und guter Biss. Seit 2001 kreisen Zeppeline moderner Bauart über dem Bodensee. Sie erinnern daran, dass dieses Verkehrsmittel von seinem gleichnamigen Erfinder hier am Bodensee entwickelt wurde. Alles begann nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870-71. Ferdinand Graf Zeppelin, der war eigentlich Soldat, General der Kavallerie, und er hat aber schon in dieser Zeit sich wohl die ersten Gedanken gemacht dazu, wie so ein Luftschiff aussehen könnte. Und was Graf Zeppelin sich da alles ausgedacht hat, kann man in Friedrichshafen im Zeppelin-Museum besichtigen. 1500 Originalstücke gibt es hier und eine begehbare Rekonstruktion des legendären Luftschiffes Hindenburg, das 1937 in Lakehurst tragisch abstürzte. Nicht nur an Luftschiffen, auch an Autos befindet sich der Name des Grafen. Er war zu Lebzeiten schon sehr berühmt, erntete aber auch viel Spott für seine Ideen. Kaiser Wilhelm II. Soll ihn einmal den dümmsten aller Süddeutschen genannt haben. Was für ein Fehlurteil. Ferdinand Graf Zeppelin ließ sich nicht entmutigen und forschte ohne Unterlass. Die gigantischen Gerippe seiner Luftschiffe sind ausgefeilte Technik zu seiner Zeit. Und schließlich wurden trotz einiger Pannen bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs 35.000 Passagiere in seinen Luftschiffen befördert. In den 1920er Jahren kam das Reisen mit dem Zeppelin groß in Mode. Es entstand ein transatlantischer Liniendienst mit Promenadendeck und Schlafkabinen von Frankfurt nach Lakehurst bei New York. Bis zu dem schrecklichen Unfall im Jahr 1937, bei dem das Luftschiff bei der Landung binnen weniger Sekunden verbrannte. Mit den heutigen Zeppelinen kann man 15 unterschiedliche Touren über den Bodensee machen. Eines haben sie mit ihren Vorgängern gemeinsam: Zeppelinfahrten sind auch heute noch ein teures Vergnügen.
Ich weiß noch, da sind wir auch früh morgens, haben wir da angefangen zu drehen. Das war die Lichtstimmung auch am schönsten. Man überlegt sich natürlich immer, morgens und abends ist gerade für die Kamera besonders schmeichelhaft. Und so kommen die Farben der Blumen besonders gut zur Geltung. Die üppige Blütenpracht, die hier das ganze Jahr über herrscht, bietet einen faszinierenden Kontrast zum gegenüberliegenden Alpenpanorama. Wie gesagt, fast das ganze Jahr über blüht es hier durchgängig. Das haben die Gärtner hier jahrzehntelang geübt und wirklich raus. Deshalb kommen auch nicht wenige Hobbygärtner zu allen Jahreszeiten hierher, um sich inspirieren zu lassen. Schmetterlinge sind ja auch schon ganz interessant, aber es geht doch nichts über eine richtige Abenteuerlandschaft. Das Mainau-Kinderland hat eine Wasserwelt, eine Ponyreitbahn und einen Streichelzoo. Die Insel Mainau gehörte im Mittelalter dem Deutschen Orden. 1928 gelangte sie in den Besitz des schwedischen Königshauses, dem die Grafenfamilie Bernadotte entstammt. Lennart Graf Bernadotte machte die Insel der Öffentlichkeit zugänglich und begann nach dem Zweiten Weltkrieg, den Park auszubauen. Nun entstand mit dem neuen touristischen Konzept ein erfolgreiches Familienunternehmen. Und hier steht er, sein Werk zeigt, was er wollte. Was wollte er denn? Er wollte den Menschen die Natur näher bringen. Und er hat das entdeckt mit der Mainau. Er hat ja am Anfang gedacht, er würde hier mit landwirtschaftlichem Arbeiten seinen Lebensunterhalt verdienen und hat dann gemerkt, wie spannend die Mainau ist, was hier wirklich für ein Schatz ist. Also hat er angefangen, diese Gärten hier anzulegen, das so zu gestalten, wie es jetzt ist? Also er hat, was er vorgefunden hat, war ja das Arboretum, das ist die Baumsammlung. Und das war damals ein Landschaftsgarten, so im klassischen Sinne, mit einfach nur Bäumen. Und er hat dann die heimischen Bäume, die sich so in 30 Jahren breit gemacht hatten, langsam wieder rausgenommen, um eben diese Exoten rauszustellen, und hat dann aber noch ergänzt, eben durch Blumenpflanzungen hier und dort. Und jetzt haben Sie sozusagen übernommen. Sie sind jetzt die Herrin der Insel. Sind Sie denn auch hier aufgewachsen? Ja, ich bin hier aufgewachsen. Und, mit der ganzen Familie war das hier das Zuhause? Genau. Frech. Also wir sind ja 5 Geschwister und ich glaube, wir haben schon ganz schön viel Leben auf die Insel gebracht, als wir Kinder waren. Und es ist aber auch ein toller Ort, um aufzuwachsen. Also eben viel Kletterbäume vor der Tür und ja, ich glaube auch unsere Eltern wollten nicht immer wissen, was wir alles so gemacht haben. Nicht weit von der Insel Mainau entfernt befindet sich die Stadt Konstanz. Oder Konstanz, wie man hier sagt. Da muss man unbedingt hin. Wenn ich nicht diese Riesenmetropole suche, die mich gleich erschlägt und wo ich das Gefühl habe, ich brauche 3 Wochen, um auch nur im Ansatz dessen Herr zu werden, dann ist natürlich so eine kleine Stadt, die aber alles hat, was man braucht, in so einer traumhaften Landschaft am See, das perfekte Ausflugsziel gerade für ein Wochenende. Die Fußgängerzone von Konstanz wird flankiert von herrlichen alten Häusern, alle liebevoll restauriert. Spannend ist auch, dass in Konstanz während des Krieges nie eine Bombe runtergegangen ist. Und deswegen siehst du hier auch überall Häuser aus dem 13., 14., 15. Jahrhundert. Und die Alliierten hatten Angst, dass sie die Schweiz treffen mit dem Bombardement. Und hatten den Schweizern gesagt, sie sollen nachts das Licht anlassen. Und die Schweizer haben das wiederum den Konstanzern erzählt. Und somit ist keine einzige Bombe runter. Die Konstanzer haben nicht nur Glück, sondern auch viel Humor. Oliver bestätigt das.
Und er muss es ja wissen, denn er ist in Konstanz geboren, aufgewachsen und hat seine Schauspielkarriere auch unter anderem hier begonnen. Was war denn hier deine letzte Rolle im Theater? Ich durfte eben fürs Stadttheater Konstanz vor ein paar Jahren ein Stück schreiben. Das war eine Auftragsarbeit. Und das Stück hieß einfach nur Sigi. Und ich wollte unbedingt mal in meinem Heimatdialekt oder ein bisschen abgeschwächten Heimatdialekt mal auf der Bühne stehen. Das war sehr schön. Du sprichst den ja von Haus aus, hier den Konstanzer Dialekt. Wie klingt der denn? Naja, also in dem Stück, das ich da geschrieben habe, da ging es halt um den Sigi. Und der Sigi ist Schlagerisch, dem Edeka GmbH, Coca-Gefehle, alle Konstanz Ost. Der will halt unbedingt berühmt werden und lernt in seinem Edeka alle Strichcodes von den Produkten auswendig, von den Warenprodukten, um irgendwann im Wetten das mit dem Thomas Gottschalk aufzutreten, um zum berühmt zu werden. Ja, und das wird dann gerade was. Genau. Und das mit dem Dialekt ist schon eine schwierige Sache, weil der ist halt in jeder Ortschaft unterschiedlich und in jedem Dorf hier. Ja? Es gibt zum Beispiel du hast, kann heißen du hasch, du häsch, du hosch. Und manchmal blicke ich selber nicht so ganz durch. Du hosch, du häsch, du hosch. Man muss auch gleich den Mund so witzig formen. Aber ist doch toll. Jeder hat den seinen und das ist Identität. Und ich finde, das ist auch was Schönes, Schöne am Reisen. Die Fußgängerzone von Konstanz führt direkt zum Hafen. Guck, die Imperia, die steht doch jetzt schon jahrelang hier. Und am Anfang haben sich alle Leute aufgeregt in Konstanz. Wieso eigentlich? Ja, wegen dem nackten Papst und dem nackten König, den diese Edelhure in Händen trägt. Die Geschichte dahinter ist eben, dass das Vatikanische Konzil, das hier zwischen 1414 und 1418 tagte, dass der Klerus sich mit vielen Prostituierten, wie sagt man? Umgeben hat. Und sie im Grunde genommen die Oberhure war, die den Klerus in der Hand hatte. Ja. Mittlerweile, glaube ich, ist man sehr stolz auf diese Imperia. Ja, oder? ich habe auch schon wild geknutscht hinter der Imperia. Nein. Als Jugendlicher. Oliver. Natürlich. Das ist ja ein wunderschöner Platz. Das inspiriert. Ja. Wir nehmen Abschied von Konstanz. Und reisen rund 50 Kilometer Luftlinie vom Bodensee nach Oberstdorf. Unsere nächste Station auf der Reise durch den Süden Deutschlands. Oberstdorf in Bayern ist die südlichste Gemeinde Deutschlands. Und was klingt da in dem Namen nicht alles mit? Heilklima, Kneippkurort, 200 Kilometer Wanderwege, 2,4 Millionen Übernachtungen im Jahr. Und dann natürlich auch der Wintersport. Alljährlich findet der Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf statt. 76 Kilometer Loipen für Langlauf gibt es hier. 20 Skilifte rundherum, um die 130 Kilometer alpine Abfahrtsstrecken zu nutzen. Außerdem Möglichkeiten zu Eiskunstlauf und Curling. Und was kann man im Urlaub hier sonst noch entdecken? Schauen wir doch mal in den Ortsteil Tiefenbach. Die Breitachklamm ist eine der tiefsten Felsenschluchten Europas. Sie entstand nach der letzten Eiszeit und ist im Winter ein bizarr schönes Reich aus Eis und Schnee. Seit 1905 gibt es hier einen 2,5 Kilometer langen Wanderweg, wo in manchen Nächten Fackellichter auf dem Eis zu tanzen beginnen.
Die nächtlichen Fackelwanderungen werden nur in der Wintersaison angeboten. Ab Weihnachten bis Mitte oder Ende Februar. Aber auch der Sommer macht dem Allgäu Spaß. Von Oberstdorf aus ging es damals ins Rappenalptal. Mein Fahrradbegleiter und Bergführer versprach, genau zu wissen, wo man Steinböcke beobachten kann. Und was meinst du, liegen heute Steinböcke in der Luft? Ja, sagen wir mal so, es ist relativ heiß für die Steinböcke auf der Südseite. Also ich glaube, dass wir die eher am späten Nachmittag, frühen Abend sehen können. Aber schauen wir mal, wie die Temperaturen oben am Grat sind. Vielleicht geht ein leichter Wind und wir haben Glück und sehen die. Das ist jetzt der gemütlichere Teil unserer Tour. Jetzt hier am Schluss, absolut. Irgendwann ist es dann aber vorbei mit dem Genussradeln am Fluss. Die Steinbock-Tour beginnt. Es folgt ein mehrstündiger Aufstieg auf viele 100 Höhenmeter. Ja. Was hast du gerade gesagt? Berglergang? Genau, Berglergang. Kurze Schritte, geringe Frequenz. Da kannst du stundenlang bergauf gehen. Aha, fühlt sich gerade nicht so an. Ich leide immer beim Bergsteigen, also das muss ich echt sagen. Ich denke mir jedes Mal, ja toll, und wenn ich es dann mache, denke ich mir, wer hatte diese Idee? Weil ich es wirklich sehr, sehr anstrengend finde. Ne? Aber man wird ja dann einfach so belohnt. Allgäuer Hauptkamm hier, Mädele, Gabel, Heilbronner Weg. Bieberkopf, das ist der südlichste Berg hier. Der da oben? Genau, das ist der Bieberkopf. Da gibt es auch Steinböcke. Da gehen wir jetzt aber nicht rauf. Da gehen wir jetzt nicht rauf, ne? Wir sind gleich da. Das haben meine Eltern früher auch immer gesagt, wir sind gleich da. Steinbock müsste man sein, ne? Da tut man sich leichter. Oh, Henning, sag mir bitte, dass wir gleich da sind. Schau, da ist die Hütte. Ehrlich? Oh, wie schön. Die schönste Hütte, die ich je gesehen habe. Der Weg ist das Ziel. Das ist so, dieses Glück ist eine Kontrasterfahrung. Das ist doch mein Spruch. Ich finde, das es stimmt doch. Natürlich. Und wenn du durch das Leid gegangen bist, dann ist nachher diese Brotzeit einfach göttlich. Ja. Hallo, grüßt euch. Ein kleines Gewächs auf den Mund. Auf unsere Leistung. Super, ja. Dass du das geschafft Und ich habe einen Bärenhunger. Okay. Oder einen Steinbockhunger. Gibt's das? hast. Wahrscheinlich, ja. Genau. Nochmal zum Wohl. Okay, zum Wohl. Die besten Chancen, Steinböcke zu sehen, sind nun mal früh morgens oder abends. Wir mussten uns entscheiden. Und natürlich sind wir gleich am Abend noch mal losgegangen. Die Steinböcke, jetzt sind sie gerade in der Sonne. Wie aus dem Nichts sind sie plötzlich Über dem Geröllfeld? über dem Wo Geröllfeld. bitte? Nochmal zurück.
Ah, ja. Natürlich ist das total spannend, weil wir wollen sie ja auch filmen. Und das ist ja noch mal eine ganz andere Kiste, weil wenn ich die sehe, heißt das ja noch lange nicht, dass es für die Kamera dann gut zu sehen ist. Oder dass die dann lang genug da sind, weil die interessieren sich ja nicht für wunderschön Dreharbeiten, ne? Oh, ich sehe sie. Das sind ja lauter Junge. Total viele. Ja, genau. Ja, fast 10 oder so kann das sein. Kriegen die so viele Junge? Also eine Geiß bekommt nur ein Jungtier. Das ist jetzt eine Art Kindergarten. Also die tun sich zusammen, da kann man sich besser schützen vor möglichen Feinden. Sie bleiben dann schon noch einige Zeit beim Weibchen. Und das ist dann die kritischste Zeit eigentlich im Winter, da diese harten Phasen zu überleben. Also viele von denen überleben das nicht und sterben dann. Das ist auch der Grund, warum der Steinbockbestand hier in den Allgäuer Alpen sich noch nicht so richtig vermehrt hat. Also der ist relativ stabil. Dazu haben die weiblichen Tiere einfach zu wenig Jungtiere. Sie sind einfach besonders majestätisch, so wie sie sich in diesem Fels bewegen. Wir haben da Schwierigkeiten als Zweibeiner, aber die Steinböcke und schon die Kitze ja, sind wirklich extrem geländegängig. Und das, was wir jetzt gesehen haben, dieses Spielen, das ist für die Tiere sehr, sehr wichtig. Also sie trainieren wirklich das Überleben. Und da ist Reaktionsvermögen, Kletterfertigkeit, ist das Überleben, also für die Tiere. Steinböcken wurden früher besondere Eigenschaften nachgesagt. Deswegen wurden sie in den Alpen fast ausgerottet, um ihre Körper für Heilmittel zu benutzen. Warum heißt das Nebelhorn Nebelhorn? Wahrscheinlich, weil man einen Wetterumschwung vorhersagen konnte, wenn sich der 2200 Meter hohe Berggipfel in Nebel hüllte. Seit den 1930er Jahren kann man hier im Sommer und Winter mit einer Seilbahn hochfahren. 2021 wurde sie vollkommen erneuert. Die Gondelfahrt war schon ein Erlebnis, aber jetzt kann man einen der spektakulärsten Alpenblicke überhaupt genießen. 400 Gipfel kann man von hier sehen, erst recht von der Aussichtsplattform. Wir bleiben weiter im Allgäu. Try to keep you close to me, but life got in between. Try to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back.
In Thalkirchdorf befindet sich die erste öffentliche Käseschule Deutschlands. Das wollten wir uns nicht entgehen lassen, denn das Allgäu ist ja ein bedeutendes Käseland. Einfach so umbinden, wie es ich habe. Aha. Wo muss der Knoten hin? Ah, das ist egal. Ist egal. Es kommt darauf an, ob man ledig ist oder verheiratet. Ja, also rechts heißt verheiratet, links heißt ledig, in der Mitte unentschlossen. Das sind für die Hygiene, riecht auch recht gut. Ja, auch für euch 3. Oh. So, hier in der Käseschule lernt man alles ein bisschen über Käse, Weichkäse, Schnittkäse, Hartkäse, auch über das Allgäu, über die Tradition, dass man weiß, in dieser schönen Gegend ist Käse zu Hause seit ein paar hundert Jahren, seit ca. 200 Jahren. So, die Milch muss jetzt erwärmt werden auf 35 Grad. Dazu habt ihr dieses spezielle Rührthermometer im Kupferkessel drin. Mit dem dürft ihr jetzt ab und zu die Milch umrühren. Jetzt ganz wichtig, ich zeige es, immer im Uhrzeigersinn rühren. Nicht entgegen, Andrea, weil sonst wird das heute nichts. Wenn, dann machen wir das rechts rum. Warum? Wegen den rechtsdrehenden Milchsäurebakterien und der rechtsdrehenden Milch. Das ist nicht wahr. Aber Volker, wir machen auch ab und zu einen Scherz und das war der erste. Ich habe 36 Grad. Oh. 36 Grad und es wird noch heißer. Mach den Beat nie wieder. Bei ungefähr dieser Temperatur kommt das Lab hinzu. Das natürliche Enzymgemisch lässt die Milch dick werden. Man sollte es aber besser nicht probieren. Also sonst hat sie ständig am Laufen. Ist das so, ja? Ja. Und seinen Feinden geben. 36 Grad und es wird noch heißer. Mach den Beat nie wieder leiser. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Moment, das nennt man beim Käsemacher immer das Einladen. Das ist wirklich so ein Verwandlungsprozess. Und zügig reinschütten. Und dann natürlich langsam verrühren. Käse gemacht habe ich auch schon, und zwar gerade letztens in Nordholland. Da konnte man auch alle zusammen und dann nachher dieses Runterdrücken und was weiß ich und Pressen und diese verschiedenen Arbeitsschritte, du weißt schon. Und dann hieß es, es wird der Käse dann auch nach Hause geschickt. Ich warte bis heute auf meinen Käse. Aber heute willst du den nicht mehr haben. Was meinst Doch. du, der dann stinkt? Der wird doch immer besser, wenn er älter wird. Ja, nicht alle leider. Gut, das stimmt. Tun und sag ihnen, dass wir nicht auch. Mit der Molke zusammen, handgeschöpfter Käse, rechts rum gerührt. Mehr geht eigentlich gar nicht mehr. Käsegut, Witzegut, alles gut. Und am Ende hat jeder was gelernt. Ich glaub dem nichts mehr. Das Leben kommt mir gar nicht hart vor. Und in dieser heiteren, beschwingten Stimmung fahren wir jetzt in die Landeshauptstadt, nach München. Servus Minga, bayerische Luft und los. Der goldenen Maria zu Füßen bekämpfen 4 Engelchen symbolisch die Menschheitsplagen. Das Glockenspiel im sogenannten Neuen Rathaus von 1909 erzählt Münchner Geschichte, im Sommer 2-mal am Tag. München ist traditionell. München ist aber gleichzeitig auch hip und modern und hat den Bogen raus im Fußballgeschäft. Und so stehen sie dann alle, wenn Corona es nicht gerade verbietet, auf dem Marienplatz, um sich zu bejubeln und zu beglückwünschen. Eine jüngere Tradition im bayerischen Brauchtum. Rein in den Viktualienmarkt.
Viktualien ist ein altes Wort für Lebensmittel. An jedem Werktag seit 1807 werden sie an diesem Ort verkauft. Servus, kann ich dich vielleicht auch mal zeichnen? Ja, gerne. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Well, I'm gone. So, bitteschön. Oh, hallo. So ein bisschen melancholisch guckt's, gell? Ja, du hast ein paar Mal weggeguckt. Beim nächsten Mal wird's fröhlich. Stimmt. Genau, dann lache ich. Die Maximilianstraße, das ist das Klischee München. Das ist Luxus, das ist, man gönnt sich ja sonst nichts und man wird hoffentlich nicht überfahren. Das ist jetzt, glaube ich, mehr was zum Window-Shopping für uns. Von Chanel bis Gucci, man gönnt sich ja sonst nichts. Schnell zurück zur Kultur. Es stimmt übrigens nicht, dass ein Turm der Marienkirche 1 Meter höher ist als der andere. Es sind in Wahrheit bloß 12 Zentimeter. München ist also auch wirklich viel Kultur. Und alte Architektur, mit der man immer noch gern seine noble Vergangenheit beweist. Guck mal. Assamkirche. Ja. Mensch, das ist ja eine Pracht. Die Gebrüder Assam waren Bildhauer und Architekten. Sie schufen Mitte des 18. Jahrhunderts diese Privatkirche, die gerade mal 8 Meter breit ist. Hochberühmtes Spätbarock in der Münchner Altstadt. Das ist doch herrlich. Sind Sie hier richtig geboren in München? Natürlich. Ist es eine Münchner Tracht oder was? Bayerisch. Bayerisch. Und dann mit so einem Gehänge da noch. Das ist kein Gehänge, das ist ein Geschmeide. Ein Geschmeide. Ja. Und das wird jetzt hier ein Probelauf auf dem Sektor der Brauhauskultur. Man muss sich ganz drauf einlassen. Zuzeln tut man die ja, gell? Ja. Und wie jetzt? In der Mitte halbieren. In der Mitte halbieren. Und ganz heiß müssen sie sein, gell? Wichtig. So, jetzt nicht so, sondern so. Nein. So, werden Sie es halbiert? So. Ja. Gut. Ja. So. Genau. In Senf eintauchen. Ach, und dann kommt es mir so entgegen. Genau. Richtig. Und dann zuzelt sie immer weiter. Genau. Und das bleibt übrig am Schluss. Genau, richtig. Ja, oh, und es schmeckt köstlich. Hier ist irgendwo eine Stelle, wo im Sommer immer die Nackerten liegen. Die Nackerten? Die Nackerten liegen. Die können wir mal dann da suchen. so. Guck mal, Da da sind hinten sie schon. ist der chinesische. Ja, da ist schon der Nackerter, schau. Da sind die Nackerten auf der Wiesn.
Auf dem Eisbach, im E-Garten, wie der junge Münchner sagt, kann man sogar surfen. Nicht schlecht, ne? Jetzt reisen wir durch Bayerns Norden in die fränkische Schweiz. Ich bin ja 15 Jahre nicht gefahren. Dann war die Idee plötzlich fränkische Schweiz. Motorradgegend, kannst du nicht Motorrad fahren? Ja, kann ich. Okay, dann mach doch. Ich so, was? Und dann habe ich echt erst noch mal so ein Fahrtraining gemacht. Und das hat sich wirklich gelohnt. Ich kannte die Gegend ja schon, denn ich bin in der Nähe der fränkischen Schweiz aufgewachsen und in die Schule gegangen. Viele schöne Flecken und Urlaubsmöglichkeiten gibt's hier. Das sind die Dolomitfelsen, die viele Kletterfans anziehen. Sie sind gar nicht so leicht zu bewältigen. Viele von ihnen haben tatsächlich den höchsten Schwierigkeitsgrad der Welt, nämlich 11+. Sans pareil. Sans pareil, wie der Franke sagt. Das ist der sogenannte morgenländische Bau im Felsengarten namens Sans pareil. Die Stammburg hier ist ja schon im Mittelalter entstanden. Spannend wurde der Ort aber Mitte des 18. Jahrhunderts, als sich hier die Schlossherrin Markgräfin Wilhelmine besagten Felsengarten ausgedacht und gebaut hat. Es ist tatsächlich ja auch Wilhelmine gewesen, die Lieblingsschwester von Friedrich dem Großen. Die sollte eigentlich Königin von England werden. Dann hat sich ihr Vater aber umentschieden und hat sie doch mit einem fränkischen Markgraf verheiratet. Und dann saß sie da in der fränkischen Schweiz. Hat sich's aber schön gemacht. Und das mit einer kreativen Kraft, über die man sich heute noch wundern kann. Die hochadelige Dame war ihrer Zeit im Denken voraus. Mit ihrem Felsengarten ließ sie einen Park anlegen, der romantischen Prinzipien folgte. Mit wie zufällig angelegten Wegen und natürlichen Steinen. So eine Art der Gestaltung war zu ihren Lebzeiten aber noch gar nicht in Mode. C'est sans pareil, das ist ohnegleichen, soll ihr Mann ausgerufen haben. Und so kam der Garten zu seinem Namen. Ich glaube, ich könnte... Ja, wie groß wird wohl Wilhelmine gewesen sein? Die kleine, aber großartige Wilhelmine hat sich auch ein Theater erbauen lassen, das wie eine antike Ruine aussieht. Auf so eine Idee sind vor ihr nicht viele gekommen, nachher schon. Durch den morgenländischen Bau kann man sich fachkundig führen lassen. Wilhelmine hat ihn selbst entworfen und in die Architektur die Natur eingebunden. Wie ich schon gesagt habe, Sie haben vermutlich zu Hause bei sich in der Wohnstube keine Buche, wenn ich das richtig annehmen darf. Dann machen wir hier mal die Tür auf. Ein Baum im Wohnzimmer. Das ist ganz im Geiste der Romantik gedacht, wo die Natur mit der Kunst verschmilzt. So ein Blätterdach, ne? Mhm. Wilhelmine hatte viele Talente. Sie interessierte sich nicht nur für Architektur, sondern komponierte, schrieb Theaterstücke und trat sogar selbst als Schauspielerin auf. Und natürlich hatte sie auch eine große Leidenschaft für Malerei. Besonders amüsant in diesem Haus sind die sogenannten Chinoiserien. Das sind Darstellungen über das alte China, die im 18. Jahrhundert groß in Mode waren.
Wer genau hinguckt, erkennt, dass die Maler unterschiedlich gut über China informiert waren. Der hier zum Beispiel hatte wahrscheinlich noch nie einen Chinesen gesehen. Und auch keinen chinesischen Tempel, denn der hier hat fränkische Kirchturmspitzen. Solche lustigen Erkenntnisse sammelt man nur, wenn man die Gemälde unter sachkundiger Führung betrachtet. Der Maler gegenüber wusste offensichtlich wesentlich mehr über die chinesische Kultur. Seine Gestalten sehen wesentlich asiatischer aus und werden landeskundlich passend auf Sänften getragen. Geht doch. Machen wir noch einen kurzen Ausflug zum Hauptsitz der Markgrafenfamilien. Die Burg Zwernitz wurde um 1150 auf einem Dolomitfelsen erbaut und ist eine klassische mittelalterliche Wehrburg mit Wachtürmen und Ringmauern. Die Burg wurde, wie viele andere auch, in Kriegen mehrfach zerstört. Erst im 18. Jahrhundert wurde sie wieder instand gesetzt. Das ist ja Wahnsinn, ne? Wie die da drauf hängt auf dem Felsen, also thront. Kann man sich schon vorstellen, dass es richtig schwer war, so eine Burg einzunehmen. Musste man schon Überhang klettern. Burg Zwernitz steht an einem strategisch ganz wichtigen Punkt, jedenfalls früher. Hier ging nämlich genau die Straße entlang, von der aus von Oberbayern nach Norddeutschland Salz transportiert wurde, die Salzstraße. Und von Nürnberg aus wurde nach Krakau in den Osten Vieh und Stoffe gehandelt. Die konnten von dieser Burg aus hier alles kontrollieren. Sowas hatte unsere romantische Wilhelmine wohl nicht im Sinn. Aber sie soll sich trotzdem in die alte Burg verliebt haben. Der Aussicht wegen. Vom Turm, auch Bergfried genannt, hat man einen traumhaften Blick. Das versetzt Romantiker nun mal in Rührung. Nicht nur damals. Die Wiesent ist der Hauptfluss in der fränkischen Schweiz. Sie ist extrem klar und von vielen Fischen bewohnt. Man kann sie nicht besser erleben als vom Paddelboot aus. Die meisten Strecken dauern um die 2 Stunden und sind auch für Anfänger geeignet. Gefangen? Ja. Oh, schön. Glückwunsch. Ciao, Ade. Kleine Lektion im Fränkischen. Hier sehen wir das Hotel Sternla. Alles, was der Franke klein machen will, hängt da ein La rein. Das ist also der kleine Stern. Die kleine Brücke wird das Brüggler und der kleine Bursche, noch grün hinter den Ohren, ist das Bürschler. Und das ist ganz wichtig hier, das Bamberger Hörnler. Vergessen Sie das Croissant, können die Franzosen einpacken. Ich habe 2 Dialektfallen. Das Schwäbische, weil meine Eltern ja Schwaben sind. Ja. Und das Fränkische, weil ich da groß geworden bin. Man. Und ich verfalle beiden Dialekten regelmäßig. Bamberg hat in der Stadtmitte eine künstliche Insel mit dem berühmten Rathaus. Ein anderer Stadtteil wird Klein-Venedig genannt, nämlich die ehemalige Fischersiedlung mit ihren dicht gedrängten Fachwerkhäusern aus dem Mittelalter. Bei so viel historischer Schönheit wundert es nicht, dass Bamberg bereits seit 1993 UNESCO-Weltkulturerbe ist.
Abends kann man sich in Bamberg prima ins Getümmel stürzen. Im Mittelalterviertel zum Beispiel. In einer der vielen Studentenkneipen in der Altstadt. Hier tobt heute ein ganz besonderer Bär. Es war richtig Bombe. Es war richtig gut, total Laune gemacht und die Leute waren total gut drauf. Da war so eine Stimmung. Ich dachte dann erst, kennen die sich alle? Nee, die kannten sich auch nicht untereinander. Hallo, ich bin die Andrea. Grüß dich, Andrea. Das ist super bei euch. Ja. Echter Hammer, wie ihr Schön. die Leute aufmacht. Ja, ich freue mich auch jedes Mal wieder, wie die Leute da drauf einsteigen und schnell. Spaß dran haben. Ja. Und auch, ich freue mich jedes Mal wieder, dass das so viele junge Leute sind einfach. Das ist super. Ja, und dass sie auf Anhieb tanzen, das ist eigentlich immer erst so ein bisschen so... Ich meine, inzwischen ist es so, dass wir das schon öfter hier gemacht haben mit Boxgalopp, diese Tanzabende in Bamberg. Und sind doch schon einige da, die das ein paar Mal mitgemacht haben. Die wissen, und was ihnen blüht. Die kommen gezielt. Es steht ja draußen drauf, Hüften schütteln mit Boxgalopp. Wieso puppt denn das nicht? Du musst erst drücken. Dann geht die Luke auf, dann geht Luft durch. Und dann kannst du spielen. Wunderschön. Ein Traum, oder? Ein Traum. Ein Träumler. Als hätte dein Leben nichts anderes gemacht als Akkordeon spielen. Das ist auch so. Ja, sag mal, du bist nach Bamberg gekommen, um Akkordeon spielen zu lernen? Oder? Ja. Ja, aber da muss ich, glaube ich, ein bisschen länger bleiben. wie lange bleibst du denn? Morgen noch. Morgen noch? Okay. Und, Sagst du mir was? ja, Ja? kann ich machen eigentlich. Morgen habe ich Zeit. Super. Treffen wir uns? Ja. Ich zeig dir ein paar Plätzchen in der Stadt. Wo? Am alten Rathaus auf der oberen Brücke, würde ich sagen. Das finde ich. Klassiker. Klasse. Super. Schön. Damit, dann Sehen wir uns schönen morgen, Abend Andrea. noch. Bis morgen. Danke. Ciao, servus. Servus. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, schön. Grüß dich. Hallo. Ja, Na? super. Gut erholt? Ja, war schön gestern Abend. Jo. Und jetzt stehen wir hier ja schon fast am schönsten Plätzchen, oder? Jawohl, das ist hier schon so ein bisschen das touristische Zentrum von Bamberg. Die Musik hast du auch organisiert. Habe ich auch organisiert. Ja, es in letzter Zeit, also es entdecken immer mehr Filmteams, dass Bamberg eine sehr schöne Stadt ist. Und so haben wir immer mehr Filmteams da und so wird eben auch das alte Rathaus mal gesperrt dafür. Hier der Durchgang von Ich der glaube, Stadt. das ist die berühmteste Stadtansicht Bambergs, oder? Diese Brückchen und dieses bunte Gemälde. Das Hab verbinden, immer so glaube ich, das sehr Gefühl, viele ne? Leute mit Bamberg. Aha. Es ist ja auch schön, es steht mitten im Fluss. Ja. Hier rauscht es überall vorne, hinten. Also, und dann diese bunte Fassade. Ist einfach schön anzuschauen. Wo gehen wir hin? Jetzt gehen wir in die Bergstadt. In Bamberg, dieser 1000-jährigen Stadt, kann man auf Spurensuche nach berühmten Personen gehen, die hier mal waren. Einige Geistesgrößen, zum Beispiel Goethe, sind hier durch die Gassen gelaufen. Und eine Gestalt, die vielen Kindern große Freude gemacht hat. Im Film hat ja das Sams auch in Bamberg gewohnt. Sein Schöpfer Paul Maar, der ist ja überzeugter Bamberger. Und so kann man da auf den Spuren des Sams unterwegs sein, wenn man will. Ein Sams, ein Sams. Der Film Das Sams mit Christine Urspruch in der Titelrolle wurde 2001 uraufgeführt und hatte 2 Nachfolgefilme, die alle in Bamberg gedreht wurden. Der Sams-Autor Paul Maar, erzählt mir David, war übrigens ein großer Bewunderer des romantischen Schriftstellers E.T.A. Hoffmann, der um 1800 auch in Bamberg gewohnt hat. So, das ist das Pfahlplätzchen. Das ist aber schön. Ja, ich finde auch, das ist ein sehr schöner Ort. Und noch schöner wird dieser Ort durch die Tatsache, dass hier mal ein echt großer deutscher Geist gelebt hat.
Der Philosoph Hegel hat hier 1 Jahr lang gewohnt. Der Hegel? Der Hegel hat es nicht lange ausgehalten in Bamberg. Ich kann es mir nicht erklären, aber nach einem Jahr hat er die Sachen schon wieder gepackt, ist weitergezogen. Vielleicht war er kein Biertrinker. Dann hat man es schon schwer ein bisschen Ja. in Franken, gell? Das stimmt, also besonders in Bamberg. 1907 gab es in Bamberg den Bamberger Bierkrieg. Und da wurde irgendwie der Bierpreis, ich glaube, um 1 Pfennig angehoben. Und der kam ganz lange nicht vor. Und da haben die Bamberger gesagt, nein, das darf nicht sein. Die haben bestimmt gesagt, na. Na, haben sie gesagt, genau, na, haben sie gesagt. Und dann haben die aufgehört, Bamberger Bier zu trinken und haben das Bier aus Forchheim importiert. Und es hat, glaube ich, nur ein paar Tage gedauert und der Bierpreis war wieder unten. Also, wenn es dem Franken wichtig ist Ja. und ganz direkt betrifft, dann kann er auch mal auf den Tisch hauen. Ansonsten sind wir eigentlich, passt schon alles. Also ganz Franken ist ja das Biermekka. Und in Bamberg geht man auf die Keller. Also dort wurde ja das Bier in Kellern gelagert, damit es kühl gelagert wurde. Und die Bierkeller gibt es heute noch. Die werden zum Teil einfach aufgemacht und dann wird direkt dort ausgeschenkt. Oder man lagert dort einfach das Bier. Und wenn man also in einen Biergarten geht, dann geht man auf die Keller. So sagt man das dort, weil man eben dann über diesen Bierkeller sitzt. Prost. Prost. Der Frank ist zwar jemand, der sagt, ja, wir sind halt jetzt da, das war schon immer so, aber andererseits ist der Frank so ein Mischwesen. Der hat sich immer auf Veränderungen einstellen müssen, weil den Franken an sich gibt es nicht. Sondern es hat an Bayreuther gegeben, an Bamberger, an Würzburger, an Ansbacher, Nürnberger, sonst was. Und deswegen haben uns die Bayern auch so leicht einkassieren können damals vor 200 Jahren. Weil kein Anführer da war, der Genau, gesagt hat, das- nein. gab es keine gemeinsame fränkische Stimme. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist es so, dass der Franke andererseits auch wieder sehr flexibel ist, weil er nicht greifbar ist so richtig. Der flexible Franke. Darauf trinken wir. Während der Dreharbeiten zur Fränkischen Schweiz habe ich auf einem Obsthof gewohnt, wo man gegen Kost und Logis mitarbeiten kann. Jawohl, wenn ihr jetzt sowas habt, na, wenn eine so richtig gelb ist, die würde ich euch bitten, dass ihr die hier in die Grätze tut, denn die müssen wir schon in 1, 2 Tagen verarbeiten. Das Da ist die kommt die Grätze? schon ins Fass. Das ist ein Grätzen, ja. Grätzen? Ja, ein Korb, Erntekorb. Nein, Grätzen. Ein Grätzen, Ein ne? Grätzen halt. Im Fränkischen ist das ein Grätzen. Sterntaler. Guten Morgen. 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 Grüß dich. Gut geschlafen, ja? Ja. Prima. Wenn man viel arbeitet, schläft man auch gut, ne? Ja. So ist es doch. Beim gemeinsamen Frühstück lernt man sich nicht nur gegenseitig kennen. Man erfährt von den Gastgebern auch Neuigkeiten und was halt gerade so los ist. Und am Wochenende haben wir jetzt Kerber. Da müsst ihr Am auch Samstag. vorbeischauen. Genau, ja. Das mache ich. Richtig. Das ist prima. Traditionelle Kerber. Die Kerwa, die Kirchweih, ist ein wichtiger Termin, wo das ganze Dorf auf den Beinen ist. Im Mittelpunkt der Kerwasbaum, 25 bis 30 Meter hoch. Die starke Jugend des Dorfes stellt das Riesenteil dann in die Senkrechte. Und das ist gar nicht so einfach, wie man jetzt sehen wird. Wenn ihr mitkommt, kommt, das ist meine Geist, komm ich gleich.
Nach den sanften Hügeln im Fränkischen reisen wir nochmal ins Hochgebirge. Wir erinnern uns an die spektakuläre Wanderung von Oberstdorf aus über die Alpen. Bei der Alpenüberquerung, das war ja so ein ganz großes Thema, was wir dann bewältigen wollten und wo wir gesagt haben, okay, wir müssen mal ganz genau planen, welche Kollegen wollen da überhaupt mitmachen und wer ist fit genug, um das auszuhalten. Schweigend machen wir uns auf die Knochentour. Die Route noch mal im Detail. Es geht auf dem E5 von Oberstdorf nach Meran, also vom Allgäu nach Südtirol. Das dauert um die 8 Tage und umfasst 3 Länder und 9.500 Höhenmeter. Das war so eine richtig tolle Truppe. Von jung bis alt waren alle dabei. Ein Hund sogar hatten wir auch noch mit. Da waren Karen und Dirk mit Tine und Wim und eben mit ihrem Hund Franzi. Alterspräsident war Charlie mit seinen 72 Jahren, daneben seine Frau Helga. Schafft ja keiner. Neben mir steht Michael, der Filmemacher vom WDR. Und das sind Carlo und Joshua, damals beide 11. Und Joshuas Eltern, Ulla und Philipp. Jessica war für den Ton im Film verantwortlich. Fehlt noch Kameramann Jürgen, der ja gerade filmt. Da kommt er jetzt doch ins Bild. Nebelschlacht, ultimativ. Und das Krasse war bei dieser Alpenüberquerung, dass gleich die erste Etappe hat es voll in sich. Das sind, glaube ich, 800 Höhenmeter fast auf die Kemptener Hütte. Also immer bergauf, 4 Stunden lang. Hey, hallo, wir leben noch. Außentemperatur 28 Grad im Schatten. Das ist unsere Bergführerin Moni, die uns gezeigt hat, wie es geht. Am besten kleine, gleichmäßige Schritte machen und regelmäßig Pausen. Oft an Gebirgsbächen, um die Wasserflaschen aufzufüllen. Du bist ein Schatz. Nur 3 Tropfen ist runtergefallen. Und ist auch noch relativ voll. Das ist ja mal eine tolle Erfrischung. Sag mal, Rita, ab wann kann man denn auf diese Hütte? Bis wann liegt denn hier Schnee? In der Regel ab Mitte Juni sind die Hütten offen und die Wege sind auch offen. Und bis wann dann? Bis Mitte September. Meistens dann bis Anfang Oktober auch. Das hängt ein bisschen davon ab, ob der Schnee liegen bleibt. Weil wenn es im September starken Niederschlag gibt und wenn es kalt wird, dann schneit es hier oben und dann kann es sein, der Schnee bleibt liegt. Sag mal, kommt man da jetzt nur zu Fuß hin? Ja, oder mit dem Hubschrauber. Aber ich bin jetzt auch froh, wenn wir da mal oben sind. Dann gibt es so kühles Ja. Radler oder... Ja, jetzt kommt das. Jetzt ganz. Jetzt geht's los. Ja. Seid ihr schon lange da? Das sieht ja hier so aus, als würdet ihr hier schon lange sitzen. Ach, ich finde, das letzte Stückchen hat es dann schon in sich. Man denkt, ach, jetzt da ist ja gleich die Hütte und dann zieht sie es aber noch so ein bisschen. Also es gab schon so ein paar Stellen, wo man so dann die versucht, dann die Beine so runterzudrücken, damit man besser laufen kann. Ich glaube, nachher nächstes Mal nehme ich die Stöcke. Ich habe irgendwie mir sagen lassen, das ist dann doch noch besser. Ne? Bevor wir es uns gemütlich machen können, erstmal Schuhe aus. Das ist hier Pflicht, wie fast in allen Alpenhütten. Und alles hat hier seine Ordnung.
Zum Glück kennt Charlie das System. Wir wollen unsere Schuhe ja auch am nächsten Tag wiederfinden. Bergschuhe hier ausziehen. In der Kemptner Hütte gibt es 4 oder 8 Bettzimmer. Am preiswertesten ist das Sammellager, wo sich bis zu 30 Wanderer den Schlafraum teilen. Oben oder unten kann ich mir noch Ich glaube. Oh. Oben. Super. Ich habe immer auf dem Stockbett oben geschlafen mit meinem Wie Bruder. Burt Reynolds, nur halt eben weiblich. Schön. Och, jetzt kriegen wir hin. Das ist ja hier schon ein bisschen Luxus. 4 Betten anstatt Massenlager. Finde ich gar nicht so schlecht. Und nach dem Aufstieg auch noch ein bisschen was zu essen. Ist es nicht, heute geht's nur runter? Und jetzt gleich, schaut gleich die Grenzmarkierung. 1844 Meter. Bayern, Tirol. Und Tirol. So was, also hier ist Tirol. Tirol. Da ist noch Bayern. Und da ist Tirol. Und da ist Tirol. Genau. Oh, Tirol ist ja auch so schön. Ja, Tirol. Ein Bein Genau. in Bayern, ein Bein in Tirol. Genau, jetzt. Ha, das ist ja ein Moment. Ein erstes Highlight. Genau. Toll. Im Lechtal, da hat es ganz arme Familien gegeben, teilweise mit 9 bis 12 Kindern. Und einige von den Kindern mussten hier über den Weg rüberlaufen. Also von da rauf und da runter, wo wir gestern raufgekommen sind, um in Richtung Ravensburg zu laufen. In Ravensburg waren große Bauernmärkte und da wurden sie dann an einen Bauern angewiesen und mussten da ihr Brot verdingen. Also sie mussten auf die Kühe aufpassen oder sonst Arbeiten machen, gell? Weil sie da drüben einfach nicht genug zum Essen hatten, haben die Eltern sie wegschicken müssen. Und das ist meistens so abgelaufen, dass ein Pfarrer mit vielleicht 8 bis 10 Kindern hier rüber gelaufen ist. Und die hatten oft gar nichts an den Füßen. Die mussten teilweise barfuß laufen. Es war im Mai noch. Das war alles noch voll Schnee. Und ja, das sind einfach ganz harte, das war einfach ein harter Weg für die Kinder. Ich muss sagen, ich merke schon die Oberschenkel. Hier sind Muskeln im Hintern, wusste ich gar nicht. Und dann weiß ich doch, da hat der Kameramann richtig vorher trainiert und gesagt, okay, ich gucke, dass ich topfit bin. Die Tonfrau war auch eine total sportliche, die hat ja so einen Mischer hier immer vor sich, der auch einige Kilo wiegt. Und ich weiß doch damals, ich habe dann richtig viel mit dem Handy auch gedreht. Und der Schotter, dieses steile bergauf und dann die Hitze. Und es geht einfach immer nur bergauf. Easy, Charlie. Ich bin froh, wir oben sind. Der höchste Punkt bei dieser Alpenroute ist das Pitztaler Jöchl in Österreich. Ganz schön schwierig der Aufstieg dahin. Die letzten Meter. Da rennen alle plötzlich. Ja. Ne? Und Franzi ist da schon entwickeln da. alle noch mal einen Ehrgeiz. Wir waren über 3000. Jetzt Jetzt Tatjana. 3000, über 3000. Carlo. Über 3000. Ich würde sie nicht aufsetzen, die ist irgendwie sehr... Über 3000. Über 3000. Über 3000. Wollen wir da unten hin? I'm afraid, short of fire, the dark in need of light, and we touch, you inspire. Also jetzt sind wir schon da. Aber wir haben viel erlebt. Ja. Es war wirklich traumhaft. Aber daran merkt man auch, dass diese Wandergeschichte was ganz Besonderes war, weil wir wirklich eine Woche lang da sehr
ja, sehr an unsere Grenzen kamen, sehr viel erlebt haben und sich viele Emotionen ja auch lösen. Und deswegen sagen ja auch so viele, wenn du wanderst, kannst du auch Probleme besser bewältigen, kannst du dein Leben neu sortieren, kannst du dich noch mal ganz neu aufstellen. Im Neckartal war das hier unsere wunderschöne Route. Ich war wieder mal mit dem Motorrad unterwegs, aber diesmal in Begleitung und in einem historischen, passend zur Gegend. Das macht mich glücklich, in so einem Beiwagen Das freut mich. mitzufahren. Das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl und dann auch noch in so einem schönen. Was ist das für ein Motorrad? Also hier handelt es sich um eine NSU mit 500 Kubik und 18 PS Leistung aus dem Jahre 1928. Ich hatte ja schon überlegt, ob ich vielleicht mal hier fahren könnte. Aber wenn ich sehe, wie Sie da unten schalten und da rumwerkeln, das ist ja schon auch Arbeit, so ein altes, historisches Motorrad zu fahren. Was begeistert Sie da so Ja, dran? das ist gerade das, was mir Spaß macht. Ein altes Fahrzeug, die alte Technik, die ganz frühe Technik. Heute geht alles automatisch, nur noch aufs Knöpfchen drücken. Und hier muss man alles machen. NSU ist dort ein Markenname. Man ist wahnsinnig stolz auf diese Marke. In den 50er Jahren war NSU der größte Zweiradhersteller der Welt. Das muss man sich mal vorstellen. Und NSU steht für Neckarsulm. Also das ist wirklich eigentlich eine kleine Stadt da im Schwäbischen. Und die sind weltberühmt geworden. Und die Firma hat früher auch Autos hergestellt. Wenn man in der Gegend ist, sollte man sich das Deutsche Zweirad- und NSU-Museum in Neckarsulm unbedingt ansehen. Ein Verkaufsschlager in den 1950er Jahren war die Quickly, ein preiswertes Moped, das als nahezu unverwüstlich galt. Die Motorräder stehen chronologisch und das älteste ist von 1902 und das jüngste von 1938. 1902, ja, echt. Echte Schätze. Hier haben wir mal ein Paradestück der Sammlung. Und zwar handelt es sich um ein Neckarsulmer Motorrad von 1905 mit dem ersten eigenen NSU-Motor. Und was ist das Besondere daran? Warum ist es Ihr Paradestück? Weil es im Originalzustand ist. Alle anderen Motorräder sind von mir restauriert worden. Aber ein Motorrad im Originalzustand kann ich nicht zeigen. Nur dieses Motorrad. Man sieht ja noch ein bisschen das Fahrrad, ne, so drin. Ja, ja. Fahrrad mit Motor, so hat es angefangen. So, genau so. Schön. Bad Wimpfen war im Mittelalter eine Metropole und Marktstadt. Ende des 15. Jahrhunderts erhielten die Bürger und Handwerker auch die Erlaubnis, vor Weihnachten den sogenannten Katharinenmarkt abzuhalten. Und diese Tradition gibt's bis heute.
Diese Burg hatte einen berühmten Besitzer. 1517 erwarb der Ritter Götz von Berlichingen den oberen Teil. Götz von Berlichingen, das kennt man natürlich auch als Theaterstück, ne, von Goethe. Und daher wissen viele Schülergenerationen, der Götz, das war der Ritter mit der eisernen Faust und dem berühmten und unerhörten Ausspruch: Er aber, sag's ihm, er kann mich in den Arsch lecken. Der historische Götz von Berlichingen scheint ein ziemlicher Draufgänger gewesen zu sein. Er sollte als freier Ritter eigentlich nur auf der Seite des Kaisers kämpfen. Aber er ließ sich immer wieder auf Fehden ein und auch auf Raubrittertum. Bewegte Zeiten und nicht selten auch grausame. Herr von Gemmingen, hallo. Hallo, Frau Griesmann. Freut mich sehr, hallo. So. Ist denn die ganze Burg bewohnt? Ja, also wir wohnen ja jetzt nur in der unteren Burg. Also die untere Burg, die ist über 800 Jahre alt. Der Götz von Berlichingen, der hat in der oberen Burg wieder gewohnt. Ah, ja. Die ist aber heute nicht bewohnbar. Also als der Götz hier gewohnt hat, da standen die ganzen Dächer noch, aber das ist heute eine Ruine. Aber die untere Burg, das ist eine Stauferburg, die ist also sehr schön bewohnbar noch. 16. Jahrhundert hat er da gelebt und ist auch hier gestorben, ne? Ja, der ist ja vor 450 Jahren hier gestorben auch. Also hat schon sehr lange hier, seit längste Zeit seines Lebens eigentlich hier gewohnt. Ja. Das ist jetzt die Originalrüstung vom Götz von Berlichingen. Ja. Der hat ja also im Alter von 24 Jahren schon seine rechte Hand verloren. Da ist eine Skizze ungefähr, wie die mechanische Hand dann da aufgebaut war. Also der hat einen Knopf gehabt, da konnte er also die Finger dann einzeln bewegen und mit dem Knopf wieder in Grundstellung bringen. Götz' Sohn und Enkelsohn lebten noch in der Burg. Dann gehörte sie der Familie des heutigen Burgherrn. Dessen Urgroßmutter machte sie 1932 wieder zum Stammsitz. Das ist ja beeindruckend. Das ist unser Archivgewölbe hier, also mit Bibliothek. Und dann haben wir unsere Pergamenturkunden hier auch untergebracht. Was sind das für Bücher? Ja, die Bücher, die fangen so an im 9. Jahrhundert mit der karolingischen Handschriften. Dann gibt es gedruckte Bücher schon so ab dem 15. Jahrhundert über die verschiedensten Themenbereiche. Pflanzen und Kirchenkunde, Technik und so weiter, alle möglichen Bereiche. So, und hier zeige ich Ihnen jetzt mal mein Schmuckstück. Ja, gerne. Das ist eine sehr wertvolle Handschrift, also einzigartig weltweit. Es zeigt die glanzvollen Turniere des Mittelalters. Darf ich das anfassen? Ja. Ja, gerne. Also eine Papierhandschrift. Mhm. Ein kleiner Schatz, kann man sagen. Hier wurde alles mit der Hand aufgeschrieben und gemalt, was für die Nachwelt dokumentiert werden sollte. Da war eine große festliche Veranstaltung, wo auch viel Publikum dabei war. Hinterher gab es dann auch ein großes Festessen und so weiter. Und manchmal war auch hier so ein Tumult wie hier, dann, wo in diesem unruhigen Turnier 17 Franken und 9 Hessen totgeschlagen und ertreten. Ja, und alles hier auf der Burg. Prächtig von den Farben her, auch dass sich das so hält. Wie alt ist das jetzt? Das ist jetzt über 400 Jahre alt. Ja. So lang wie unsere Familie hier auf der Burg ist. Ne? Dürfen Ihre Kinder eigentlich auch in solchen Büchern blättern? Das ist ja sehr wertvoll. Ja, also als sie noch ganz klein waren, da habe ich immer aufpassen müssen, dass sie nicht da, das mit einem Malbuch verwechseln. Aber, So. Und nun? Jetzt können wir leider hier nicht mehr langfahren, weil der Radweg geht jetzt an der Bundesstraße lang. Also weiter mit dem Schiff. Ein super Tipp. In den Sommermonaten verkehren regelmäßig Schiffe der Weißen Flotte Richtung Heidelberg. Und da wollen wir jetzt hin.
Meter geht es jetzt hier runter, also das ist ein ganzes Stück. Memories of Heidelberg sind Memories of you. Und von dieser schönen Zeit, da träume ich immer zu. And Memories of Heidelberg sind Memories vom Glück. Doch die Zeit von Heidelberg, die kommt nie mehr zurück. Ja, in Heidelberg haben sich schon so einige Leute verliebt. Von der Heiliggeistkirche mitten in der Altstadt blickt man hoch zum Heidelberger Schloss. Übrigens eine der berühmtesten Ruinen in Deutschland. Alles nur noch Fassade und trotzdem gehört es zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten hierzulande. Also das ist so eine ganz klassische Renaissance-Fassade. Toll ist halt, dass du da überall durchgucken kannst. Ne? Also dass es nur noch so ein Relikt ist. Man hat ja auch hier lang drüber diskutiert, ähnlich eigentlich wie beim Berliner Schloss, ob man es wieder aufbauen soll oder nicht. Und dass man es jetzt als Ruine stehen lässt, das ist wirklich nur das untere Geschoss, das heutzutage bespielt wird. Und du hast halt solche Elemente von Gotik und Renaissance in einem Gebäude. Und ich finde es klasse mit diesem Durchblick. Also das macht wirklich dieses Heidelberger Schloss aus. Anfang des 19. Jahrhunderts begann die Liebe zum Heidelberger Schloss. Denn in der romantischen Epoche liebte man Ruinen als Zeichen der Vergänglichkeit. Auch die Altstadt war im Pfälzer Erbfolgekrieg zerstört worden. Eines der wenigen Gebäude, das die Angriffe überstand, ist das Haus Ritter, heute Hotel. Die Heidelberger haben lange darüber gestritten, ob ihr Schloss neu aufgebaut oder das Stehengebliebene nur konserviert werden sollte. Letzteres geschah. Nur ein Wohnpalast, der nur ausgebrannt war, wurde unter enormen Kosten wiederhergestellt und kann heute vollständig eingerichtet besichtigt werden. Und da unten hast du das größte Fass der Welt. Da gibt es eine ganz nette Geschichte. Da gab es einen Kurfürst, der hatte eine Tirolreise gemacht, hat einen kleinwüchsigen Mann kennengelernt. Und dieser kleinwüchsige Mann, der war dafür bekannt, dass er unglaublich viel trinken konnte. Und den hat er mitgenommen hierher und hat gesagt, zu dem, wenn du das komplett leer trinken kannst, mein Fass, der wusste ja nicht, wie groß das ist, dann kriegst du meine Stadt und mein Schloss. Der ist natürlich mitgekommen, war dann sein Hofnarr für die restliche Zeit seines Lebens, hat es natürlich nie geschafft. Er war bekannt dafür, dass er am Tag 15 Flaschen Wein trinken konnte, wurde im hohen Alter krank. Dann hat sein Arzt zu ihm gesagt, trinken Sie doch einmal in Ihrem Leben Wasser. Er hat ein Glas Wasser getrunken und am nächsten Tag war er tot. So viel zu diesem Fass. Den schönsten Blick auf das Schloss hat man von der anderen Seite des Neckar, vom berühmten Philosophenweg aus. Der Philosophenweg, da dachte ich am Anfang immer, hier stehen unglaublich viele Denkmäler von Philosophen rum. Ja, dachte ich auch. Ne? Aber das heißt nur Student früher. Also ein Student war immer ein Philosoph und dementsprechend heißt dieser Weg einfach Philosophenweg, weil er schon Die mussten früher alle ein romantischer erstmal- Weg für jeglichen Studenten war, um hier vielleicht einen ersten Kuss während des Studiums zu haben. Der erste Kuss. Und die mussten alle erst mal ein paar Semester Philosophie studieren, Genau, das bevor waren sie so ihr die Fach... 7 Künste, die man früher studiert hat. Die Heidelberger Universität, Deutschlands älteste, noch so was Einmaliges. 1386 gegründet und besonders beeindruckend die alte Aula, der wichtigste Repräsentationsraum der Uni. Heute wird sie überwiegend für akademische Feiern, Vorträge und Konzerte genutzt.
Die jahrhundertealten Universitätstraditionen spiegeln sich nicht nur in den Namen der Studentenkneipen wider. Man spürt sie an vielen Orten Heidelbergs, vor allem natürlich in der Altstadt. Zu einer wahren Touristenattraktion ist aber ein studentischer Ort geworden, der Heidelberger Karzer. Fast 150 Jahre lang wurden hier die Herren Studenten für sogenannte Kavaliersdelikte eingesperrt. Zum Beispiel für Saufgelage und Aufmüpfigkeit gegen die Obrigkeit. Die Inhaftierten nahmen es mit Humor. Man vertrieb sich die Zeit, indem man die Wände und Tische mit Sprüchen und Zeichnungen verzierte. Ah, hier. Einer für alle, alle für einen. Weil wir als ehrliche Leute 5 auf der Straße gefundene Bausteine auf der Polizei ablieferten, indem wir sie mit der Bezeichnung Fundobjekt in die Wachtstube warfen, sitzen wir hier als Märtyrer unserer Ehrlichkeit. Die Herren Seifert, Hauschild, Wolfin, Haarstrick und Rose. 6 Tage gab's dafür. Und für jeden Studenten täglich laut Karzerordnung einen halben Liter Wein und 2 Flaschen Bier. Daher wohl die gute Laune. Also Andrea, du siehst, hier liegt dir wirklich Heidelberg komplett zu Füßen. Du hast die alte Brücke, die ist natürlich super bekannt, ne? Über den Neckar rüber. Du hast die Heiliggeistkirche, du hast dieses ganz verwinkelte Kleine, was natürlich diese Romantik auch ausmacht. Memories of Heidelberg sind Memories of you. Und von dieser schönen Zeit, da träum ich immer zu. Memories of Heidelberg sind Memories vom Glück. Ja, und wie sagen wir jetzt? Adele, tschüss, auf Ade. Wiedersehen. Genau. Badisch oder Schwäbisch oder Ja, wie jetzt? aber schön war's im wunderschönen Süden, gell? Bayerisch geht auch noch. Servus. Also, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.